Unter dem Eisschild der Arktis liegt eine unbekannte Welt. Das Reich uralter, geisterhafter Riesen. Ich bin Christina Karliczek-Skoglund, Tierfilmerin und Unterwasserkamerafrau. Hier lebe ich, an der schwedischen Küste. Januar. Das eisige Wasser ist für uns Menschen ein unwirtlicher Ort. Hier jagt ein gigantischer und geheimnisvoller Hai im Verborgenen. Er wird älter als fast alle Tiere dieser Erde. Haie faszinieren mich schon seit meiner Kindheit. Besonders die unbekannteren Arten, die auch hier in unseren nordischen Gewässern vorkommen, in der Nordsee und im Nordatlantik. Immer wieder suche ich nach ihnen mit der Kamera. Auge in Auge mit Dornhaien, die einen giftigen Stachel an der Rückenflosse haben, zur Abwehr größerer Haie. Ich hatte die Chance, mit Riesenhaien zu schwimmen, wenn sie aus der Tiefe auftauchen, um Plankton zu fressen. Die meisten Haiarten, die ich gefilmt habe, sind bedroht und unser Wissen über sie ist äußerst begrenzt. Besonders fasziniert bin ich jedoch vom geheimnisvollen Eishai. Er soll mehrere hundert Jahre alt werden. Grönland, von Eis bedeckt und von Meereis umgeben. Ein extremer Ort, der sowohl die Tierwelt als auch uns Menschen herausfordert. Doch arktische Gewässer sind erstaunlich reich an Nahrung, die ein großer Hai braucht. Tassilak an der Ostküste Grönlands. Hier starten wir unsere Expedition. Ich hoffe, diese rätselhaften Wesen unter dem Meereis beobachten und filmen zu können. Eishaie cruisen durch tiefe, dunkle Gewässer, die für uns Taucher unerreichbar sind. Deshalb existieren auch nur wenige Filmaufnahmen von ihnen unter Wasser. Eine gute Vorrecherche ist also entscheidend. Mir hilft Dr. Bryn Devine, eine Meeresbiologin, die sich auf die Erforschung von Eishaien spezialisiert hat. Bryn war 2018 die erste, die Kameras in der Tiefe einsetzte, um mehr über Eishaie zu erfahren. Hi Bryn, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin wahnsinnig neugierig. Wie war es für dich, zum ersten Mal deine Aufnahmen von Eishaien aus der Tiefe anzusehen? Es war unglaublich, die Eishaie in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, wie sie über den Meeresboden gleiten, die Kamera samt Köder umkreisen. Zuvor hatte ich sie nur als Beifang in Fischernetzen gesehen, wo sie sich kaum bewegten. Daher war es aufregend, sie in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Aber wir haben auch zahlreiche andere faszinierende Organismen entdeckt. Bryns Kameras, mit einem Laser ausgestattet, wurden in 600 Metern Tiefe installiert, um wichtige Aufnahmen zu bekommen, ohne die Tiere zu stören. Angelockt durch Köder näherten sie sich den Kameras. Ihr guter Geruchssinn wird ihnen allerdings häufig zum Verhängnis, wenn sie in die Netze von Fischtrawlern geraten. Was hast du mit Hilfe der Kameras herausgefunden? Wir konnten durch die Aufnahmen abschätzen, wo Eishaie vermehrt in unseren Gewässern vorkommen. Wir haben ihre Schwimmgeschwindigkeit gemessen, auch in Abhängigkeit von der Wasserströmung, die entscheidend dafür ist, wie sich der Duft des Köders verteilt.
Die Daten ermöglichen es uns, die Anzahl in verschiedenen Gebieten abzuschätzen. Außerdem haben wir Hotspots gefunden, Orte, an denen besonders viele Eishaie vorkommen. Erzähl mir mehr darüber. Ich glaube, mir war nicht wirklich bewusst, wie schlecht ihr Sehvermögen ist, bis ich sie direkt in einen anderen Hai oder direkt in die Kamera schwimmen sah. Es ist buchstäblich der langsamste Fisch im Ozean. Daher scheint es unglaublich, dass sie in der Lage sind, schnell schwimmende Beute zu fangen. Basierend auf den Markierungsdaten scheinen die Haie ziemlich aktiv zu sein und können hunderte Kilometer im Jahr zurücklegen. Von den Tiefen von über 2000 Metern bis zur Oberfläche. In welcher Höhe der Wassersäule kann man sie am besten finden? Sie wurden in sehr flachen Gewässern und sogar an der Wasseroberfläche gesichtet. Oft werden sie durch die Fischerei angelockt oder jagen dort. Unsere Sender haben gezeigt, dass sie alle Wassertiefen aktiv durchstreifen. Das macht es dir schwer festzulegen, wo man ihnen am ehesten begegnen kann. Tauwetter in Grönland. Die Schneeschmelze setzt einen Monat früher ein als erwartet. Der Schnee ist zu weich, um das Equipment mit dem Motorschlitten zum Fjord zu bringen. Also geht es zu Fuß zu einem geheimnisvollen Tauchplatz. Einige Teile der Eisdecke auf dem Fjord sind nach dem Winter schon aufgebrochen. Unser Ziel, die Eiskante am offenen Wasser. Beim Technikcheck, bevor es ins Wasser geht, stelle ich plötzlich fest, ein Kabel meiner Unterwasserkamera ist kaputt. Wasser und Kälte machen es nicht gerade leichter, die Kamera zu reparieren. Aber mir bleibt nichts anderes übrig und ich will keine Zeit verlieren. Hier unter dem Eis könnte es einen Ort geben, dem die riesigen Haie nicht widerstehen können. Endlich geht es los. Für mich ist das totale Magie. Wie ein gewaltiges Unterwasserlabyrinth aus Meereis und Gletscherbruchstücken. Ich fühle mich klein als Mensch in dieser Welt und gleichzeitig privilegiert, an diesem Ort filmen zu können. Hier könnte ein Hotspot, ein Treffpunkt der Eishaie sein. Denn die Jäger des Ortes werfen an dieser Stelle Walknochenreste in den Fjord. Eishaie fressen gerne Aas und suchen danach. Ich bin überwältigt von der Artenvielfalt und den außergewöhnlichen Tieren, die den eisigen Temperaturen trotzen. Nach knapp 60 Minuten sind wir am Ende unserer Luftreserven. Die Gesichter erstarrt, die Gliedmaßen eingefroren.
Die Formation unter dem Eis ist einfach unglaublich. Aber wir sind immer noch auf der Suche nach dem einzigen Hai, der unter dem Eis leben kann. Auch in den nächsten Wochen ändert sich das Wetter nicht. Mir wird schwer ums Herz beim Gedanken, dass mein großer Traum platzen könnte. Dann nimmt die Suche nach den Eishaien plötzlich eine neue Wendung. Wir treffen den Fischer Tobias Ignatiussen. Tobias hat das Fischen von seinem Vater gelernt, da war er noch ein Kind. Als er 14 Jahre alt war, sah er zum ersten Mal einen Eishai. Seit damals hat sich viel verändert. Und trotzdem werden sie bis heute mit Netzen und Langlein gefangen. Ihr Fleisch muss aufwendig getrocknet werden und fermentieren, damit es essbar wird. Wir fangen die Eishaie nur, wenn wir sie brauchen. Wir fischen sie zu jeder Jahreszeit. Früher war es üblich, Hai zu essen. Heutzutage ist das seltener geworden. Tobias hat eine Langleine im Meer ausgelegt. Er hofft auf Heilbutt. Ich hoffe, dass ein paar Eishaie in der Nähe sind, angelockt von seinen Ködern. Strömung und Wind verändern das Treibeis stündlich. Werden wir überhaupt zum offenen Meer kommen? Eishaie schwimmen mit nur etwa 1 Kilometer pro Stunde durch die kalten Gewässer und sind dennoch in der Lage, Kabeljau und Robben zu fangen. Die Köder an der Langleine könnten die nahezu blinden Eishaie anziehen. Sie haben einen der besten Geruchssinne unter Haien und suchen ständig nach Nahrung. Vorsichtig tastet sich Tobias voran, Meter für Meter. Wir machen uns bereit, jederzeit ins eisige Wasser zu gehen. Ich kann nicht mehr warten. Ich will selbst nachsehen. Es ist kaum zu fassen, dass ich wirklich einem der Riesen begegnen darf. Mein Herz klopft. Adrenalin durchströmt meinen Körper. Die Ehrfurcht vor diesem Tier bereitet mir eine Gänsehaut. Nicht die Wassertemperatur von -2 Grad. Gleichzeitig ahne ich, dass der magische Augenblick nur von kurzer Dauer sein wird.
Das große Tier könnte mehrere hundert Jahre alt sein. Einfach unglaublich. Die Begegnung hat mich tief bewegt. Und ich kann es einfach nicht fassen, dass wir mehr über den Mond wissen, als über diese einzigartigen Lebewesen. Wie kann das sein? Im Naturhistorischen Museum von Kopenhagen treffe ich den Eishai-Forscher Dr. Julius Nielsen. Seine Forschung brachte Eishaie in die Schlagzeilen. Sie gehören zu den Tieren mit der längsten Lebenserwartung auf dem Planeten. Auf 272 bis 512 Jahre schätzte er das älteste Tier seiner Studie. Aber grundlegende Erkenntnisse, um die Jahrhunderttiere besser schützen zu können, fehlen noch. Neben ihrem Alter geben sie dem Forscher noch weitere Rätsel auf, die er zu entschlüsseln versucht. Eine Sache, die mich in den letzten Jahren beschäftigt hat, ist das Fehlen von neugeborenen Eishaien, den kleinen Jungtieren. Sie werden mit einer Größe von etwa 40 bis 50 Zentimetern geboren. Das ist ziemlich merkwürdig, denn Eishaie sind über eine sehr große Fläche verbreitet. Und sie sind oft Beifang. Aber wenn man Fischer fragt, hat noch niemand kleine Eishaie gesehen. Das ist so faszinierend. Es ist eh schon ein rätselhaftes Tier. Und dann wird es noch merkwürdiger, da wir nicht mal wissen, wo die Babys sind. Ja, sie werden selten gesichtet, beziehungsweise sind selten in wissenschaftlichen Datenbanken oder Museen. Aber die wenigen, die im Laufe der Zeit gefunden wurden, wurden alle rund um den Mittelatlantischen Rücken gemeldet, einem unterseeischen Bergkamm mit Tiefseegräben jenseits der Arktis. Dabei gelten Eishaie als Arktisbewohner und sind dort weit verbreitet. Aber da schwimmen keine jungen Haie umher. Wie bist du jetzt damit weitergekommen? Einer der bedeutendsten Momente während unseres Projekts war der Fang eines sehr großen Weibchens von 4,70 Meter Länge. Sie trug hunderte sehr große Eier in sich. In ihren Eierstöcken waren 649 unbefruchtete Eier, von denen jedes so groß war wie ein kleiner Apfel, mit einem Durchmesser von 5, 6, 7 Zentimetern. Und ich habe mich dann gefragt, was macht sie mit all den Eiern? In der Literatur fand ich dazu keine Informationen. Die einzige Quelle bezog sich auf eine Beobachtung vor fast 100 Jahren in der Nähe der Färöerinseln. Damals trug der gefangene Hai nur 10 Jungtiere im Uterus. Ich denke, ein Eishai ist in der Lage, Hunderte von Jungtieren zur Welt zu bringen. Nicht nur 10, wie es vor vielen Jahren beschrieben wurde. Ein Meilenstein seiner Forschung, das Präparat eines neugeborenen Eishais aus dem Deutschen Meeresmuseum. Es ist wirklich ein Glücksfall, dass du genau jetzt hier bist, wo wir dieses Exemplar zur Verfügung haben. Absolut. Es ist extrem selten. Ich habe 10 Jahre darauf gehofft, einen neugeborenen Eishai zu sehen. Das ist der erste, also wirklich einzigartig. Ich bin ein Glückspilz. Der kostbarste Babyhai. Absolut. Wir wissen immer noch fast nichts vom Eishai und es gibt mehr Fragen als Antworten. Nur weitere Forschung kann die Rätsel lüften. Doch die Zeit wird knapp. Im gesamten Nordatlantik sind die Tiere durch die Fischerei, vor allem als Beifang, gefährdet. Wir müssen sie besser schützen. Das gelingt nur, wenn wir mehr von ihnen wissen.
damit Tiere, die vor Hunderten von Jahren geboren wurden, nicht zu unseren Lebzeiten noch verschwinden. Ich weiß einfach nicht, wie viele Möglichkeiten ich in meinem Leben noch haben werde, überhaupt einen Narwal zu Gesicht zu bekommen. Vielleicht ist dies sogar meine letzte Chance. Das ist auch, warum ich mich hierher begebe und auch riskiere, dass vielleicht meine Kinder ihre Mutter verlieren.